Hallo, Grüße aus Reutlingen, willkommen zu einer weiteren Kali Functional Challenge. Diesmal beschäftigen wir uns mit Doppelstockbewegungen, Sinavalis. Fangen gleich an mit dem allseits bekannten Single Six Sinavali. Ihr wollt aus der Schulterladeposition mit euren Schlägen beginnen. Der erste Schlag von außen nach innen bei erhobener Stockspitze. Und der zweite Teil des Schlages, es ist immer noch derselbe Schlag, in etwa Kniehöhe zurückschwingen in einer flüssigen Bewegung auf die Schultern. Single Six Sinavali, den meisten schon bekannt, ich werde nicht mehr viel dazu sagen. Achtet dabei darauf, dass ihr wirklich euer Stockende, das kurze Griffende, schön erhoben habt, wenn ihr in der Schulterladeposition seid. Und achtet auch darauf, dass wenn ihr den Schlag ausführt, dass die Spitze lange vorne bleibt, so lange bis tatsächlich der untere Teil des Schlages auch zu Ende ausgeführt wurde und erst dann schwingt der Stock zurück. Kombiniert es mit verschiedenen Schritten. Ihr habt natürlich das allzeit Kali typische Dreieck, das ihr gerne damit verknüpfen wollt als Schrittarbeit. Ihr habt das Sidestepping mit Gewichtsverlagerung, das ihr dazu benutzen könnt, das besonders die Drehung des Körpers betont. Ihr könnt es kombinieren, macht euren Dreiecksschritt mit Körperdrehung, den zweiten Teil des Dreiecksschritts mit Rückwärtsdrehung und dann zum Take-Off auf der Spitze, sodass ihr die Schläge schön miteinander verbinden könnt. Und ihr werdet spüren, wann die Stockbewegung und die Körperbewegung gegenseitig ergänzen, harmonisch zueinander passen. Und das ist sehr, sehr wichtig für die Krafterzeugung, auch dann, wenn ihr in den waffenlosen Bereich unterwegs seid, nicht mit Stock unterwegs seid, wollt ihr dasselbe Gefühl haben. Die Kraft, die Energie kommt aus der Mitte des Körpers. Findet den Bewegungsfluss, lasst ihn fließen, bleibt in Bewegung. Oft sind diese Bewegungen sehr viel kleiner, aber es ist immer der ganze Körper mit dran beteiligt. Single Six Sinavali kann man nicht genügend oft machen. Lasst uns ein paar Variationen noch des Single Six Sinavalis anschauen, die auch sehr interessant sind. Wenn wir die Schläge nicht alternierend ausführen, bietet es sich an, beide Schläge in exakt derselben Form gleichzeitig auszuführen. Hier kreuzen sich die Arme vor dem Körper. Und danach beginnt das Kreuz sich fortzupflanzen. Über die Stöcke wie bei einer Schere schneiden beide Stöcke aneinander entlang, sowohl in der oberen als auch in der unteren Bewegung. Die Arme kreuzen sich, die Stöcke schneiden, vielleicht hört man das Geräusch. Dasselbe unten, die Arme öffnen sich und jetzt schneiden die Stöcke beim Öffnen dieser Bewegung. Wenn ich sehr nah beieinander bin, kann man diese Schneidebewegung hören. Bei der flüssigen Ausführung möchte man im Normalfall nicht wirklich Waffe auf Waffe in Kontakt haben, aber bleibt sehr nah aneinander. Dann habt ihr die Möglichkeit, das Ganze mehr nach links oben oder links unten zu bringen, respektive rechts oben oder rechts unten. Am Anfang waren wir ja in der Mitte. Ihr könnt auch wechseln von links oben nach rechts unten, nach rechts oben, links unten, sodass ihr frei hin und her schalten könnt. Wo braucht ihr gerade als nächstes die Bewegung? Diese kreuzende Bewegung, scherenförmige Bewegung, eine sehr wichtige Variante des Single Six. Auch damit spielt, wiederholt viel, seid kreativ, seid fleißig, benutzt die verschiedenen Schrittmuster. Eine weitere sehr interessante Möglichkeit, wenn wir einen Teil des Schlages anschauen und ergänzen, wenn der Schlag unten läuft, dann können wir zeitgleich schon den Schlag oben dazu nehmen. Ich zeige es nochmal, wenn der Schlag unten läuft, kann ich zeitgleich den Schlag oben mit dazu nehmen. Und wenn ich das von beiden Seiten mache, dann entsteht vor mir so etwas wie ein breit aufgefächertes Schild, ein
Dreieck vor meinem Körper, das oben und unten gleichzeitig den Raum abdeckt. Dasselbe von der anderen Seite. Wir nennen das eine Variante, die horizontale Variante des Fluid Attacks. Horizontaler Fluid Attack. Beide schlagen gleichzeitig. Und der untere Stock, der jetzt hier in der seitlichen Kammer unter der Achsel ist, der schlägt nach unten zum Knie. Zeitgleich der Stock, der oberhalb ist, auf der Schulter, schlägt nach oben in Höhe des Schädels. Und nachdem beide den Schlag quasi beendet haben und beim Zurückschwingen, tauscht der untere Stock nach oben und der obere nach unten, sodass wir auf der anderen Seite sind. Auch hier gilt wieder, der untere Stock schlägt nach unten, der obere bleibt oben. Gewechselt wird, nachdem der eigentliche Schlag vorbei ist, wenn der Gegner nicht mehr bedroht wird, kommt es zum kreuzenden Wechsel. Beide Bewegungen sind sehr horizontal und erst nach dem Schlag kommt es zum Kreuzen. Eine weitere Variante des Fluid Attacks ist der Diagonale. Beim Diagonalen ist eine interessante Vorübung. Fangt mit dem Kanastas, mit den einfachen Schnitten an. Schulterladeposition von der einen Schulter, schneidet ihr nach vorne, lasst den Stock schwingen bis unter die Achse, wieder zurückfallen, am Knie vorbei, nach vorne auf die Schulter. Das ist dieselbe Bahn, nach unten schlagen und nach oben schlagen. Alternieren. Zwischen rechts und links. Und dann bringt ihr beide Schläge enger zusammen. Das ist dann der eigentliche Fluid Attack, bei dem wieder quasi beide Schläge gleichzeitig kommen. Das heißt, zu einem Moment sind beide Stockspitzen vorne und könnten einander treffen in Höhe des Schädels. Dann schwingen sie durch. Dasselbe von der anderen Seite. Hier gilt wieder, der untere Stock schlägt von unten nach oben, fängt an, der obere von oben nach unten. Die beiden Stöcke treffen sich in etwa in Schädelhöhe und schwingen durch. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Geräusch machen, um den Punkt zu markieren, wo die Energie auf eine Stelle abgeladen wird. Aber im Endeffekt gilt auch hier wieder, bei guter Ausführung sind die Stockspitzen nahe, aber treffen sich nicht. Dieser diagonale Fluid Attack hat viele praktische Anwendungen, ebenso wie der horizontale. In die praktischen Anwendungen möchte ich jetzt im Rahmen eines öffentlichen Videos nicht eingehen, würde auch den Rahmen des Videos sprengen. Davon zeige ich noch eine dritte Variante. Das ist der vertikale Fluid Attack. Ich zeige ihn mal von oben nach unten. Es gibt auch noch die Gegenstücke von unten nach oben. Auch hier fängt der Stock unterhalb der Schulter an zu schlagen. Der Schlag geht vertikal nach unten, gefolgt von dem oberen Stock. Hier und hier. Beide Stöcke sind so nah aneinander, dass sie sich fast wieder treffen können. Okay? Hier und hier. Wichtig ist, dass wirklich beide von oben kommen. Auch der Stock von unten kommt von oben. Das wird der dritte Fluid Attack. Auch damit probiert verschiedene Schrittarbeiten, verschiedene Bewegungen. Ich gebe euch noch einen Tipp, achtet auf die Deckenhöhe. Vor allem bei dem vertikalen Fluid Attack. Auch bei den diagonalen ist es so, dass der Schlag, der von unten hochkommt, der hätte gerne eine gewisse Höhe, wenn man ihn mit Schwung ausführt. Und früher oder später vergisst man das vielleicht und dann möchte man keine hängenden Lampen in der Nähe haben. Okay, wir schauen uns gleich noch ein paar andere Sachen an. Das Single Six, das
Crosada Fluid Attack lassen sich natürlich sehr schön ergänzen mit anderen Sinawali. Wir haben das Broken 6, wir haben das Fluid 6, wir haben das Upper 8, wir haben Redonda und viele, viele andere Sinawalis. Ich möchte euch jetzt aber noch in diesem Video einen Schmankerl mitgeben. Und zwar, wie ihr euch mit Hilfe des Single Six Sinavalis mit den verschiedenen Teilen eurer Waffe vertrauter machen könnt, die Koordination verbessern könnt, wie ihr mit dieser Waffe umgehen könnt. Gemeinhin wird dabei auch das Stichwort Tinikling verwendet für diese Form der Bewegung. Und wir spielen quasi mit den eigenen Stöcken, ihr werdet es gleich sehen. Wenn ihr die Waffe anschaut, wir haben das kurze Ende, das wir gerne benutzen, mit dem wir arbeiten können. Wir haben die Spitze, mit der wir stechen können, und wir haben natürlich die Primär- und Sekundärschneide-Schlagfläche an unserem Stock, mit dem wir arbeiten können. Das kurze Ende, das Punyo-Griffstück, das finden wir auch, wenn wir kürzere Waffen benutzen. Dann lässt sich das sehr, sehr praktisch umsetzen. Das heißt, wenn ihr also mit dem langen Stock trainiert und auch das kurze Ende dabei beherrschen lernt, könnt ihr das auch auf entsprechende kürzere Waffen relativ bequem und direkt und schnell umsetzen. Wenn ihr beginnend beim Single Six aus der Schulterladeposition euren Schlag ausführt, dann ist der erste Kontakt, den ihr benutzen könnt, eben genau dieses kurze Ende, um damit zuzuschlagen hier. Egal wo das Ziel gerade ist, ob es ein bisschen höher vor euch ist, ein bisschen tiefer, ein bisschen weiter außen oder ein bisschen weiter innen, ihr könnt dieses kurze Ende aktiv gebrauchen für diesen Schlag. Und wenn ihr die Länge habt, dann könnt ihr nach dem kurzen Schlag in der Verlängerung des Schlags auch das lange Ende benutzen. Das ist dann, wenn man es sich anhört, ein Schlag in schneller Folge mit 2 Kontakten in dieser Form. Und dasselbe natürlich auch bei der Rückkehrbewegung, Punyo und Spitze. Okay? Ihr benutzt euren eigenen Stock jetzt als ein Ziel. Und dann sagt ihr Punyo, Spitze, Punyo, Spitze. Punyo, Spitze, Punyo, Spitze. Ihr könnt auch nur Punyo, also hier in der Bewegung seid. Ihr könnt auch nur Spitze, dass ihr hier in der Bewegung seid, oder ihr bringt beides zusammen in schneller Folge. Dann habt ihr die lange Spitze. Und dann könnt ihr auch, setzt euch das Ziel und schaut, dass ihr den Stich findet. Und dann auf der Rückholbewegung könnt ihr auch die Primärschneide benutzen. Und dann habt ihr wieder einen Stich und die Schneide, Stich und die Schneide. Ihr könnt den Stich auch setzen und auf die gegenüberliegende Schulter gehen und wieder zurückschneiden mit Kontakt. Oder, wenn ihr wollt, natürlich auch ohne Kontakt, aber dann ist man sich nie so ganz sicher, habe ich wirklich da getroffen, wo ich treffen wollte. Und das ist das Schöne hier, selber jetzt auch beim Griffende, habe ich getroffen, habe ich getroffen. Habt also wirklich eine Stelle im Raum, die ihr markiert, und ihr schaut, dass ihr den Kontakt findet. Punyo, Schnitt, Stich, Punyo, Punyo, Schnitt, Stich, Punyo, Schnitt, Stich, Punyo, Schnitt, Stich, Punyo, Schnitt. Ihr seht schon, das Tinikling ist ein schönes Spielzeug. Es gibt da noch ein paar andere Varianten, die man mit einbauen kann. Ihr könnt dann zum Beispiel auch hier eure Wände mit einbauen, ihr könnt eure Dächer mit einbauen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit denen ihr spielen könnt. Wenn ihr das Ganze macht, ist das Problem, es wird laut. Also findet die richtige Stelle. Die Geräusche sind so, dass meine Stimme vielleicht nicht mehr zu hören wäre. Eine der Varianten, die noch schön sind, ist, wenn ihr mit dem Stich Punyo hier gearbeitet habt, ihr kommt mit dem Punyo zurück, dann könnt ihr auch die Kreise benutzen, die wir das letzte Mal eingebaut haben. Erinnert euch, wir haben den Innenkreis und den Außenkreis gehabt in der letzten Kali Technical Challenge.
Functional Challenge, könnt ihr nochmal nachschauen. Auch das bietet sich hier natürlich an. Punyo, Außenkreis, Punyo, Schnitt, Stich und Außenkreis. Und dann das Ganze übergeben, wenn ihr wollt. Wenn ihr die Kraft von dem einen Schlag in den Außenkreis des anderen Stockes übernehmt, dann fließt die Energie von einem Stock zu dem anderen. Dabei ist Folgendes wichtig: Wenn meine Handfläche nach unten zeigt und mein Schlag geht jetzt hier drauf, besteht die Gefahr, dass ich nicht mehr festhalten kann. Ich muss den richtigen Moment finden, meine Hand zu drehen in den Außenkreis. Aus der Position den Außenkreis, den Außenkreis und den Außenkreis, dass die Energie gut durchläuft, Ihr habt es, wie gesagt, in der letzten Kali Functional Challenge ja schon trainiert. Und dann könnt ihr von hier aus Punyo, Schnitt, Stich, Punyo, Außenkreis, und jetzt gebt ihr euch einen Schlag drauf und wechselt. Und dann habt ihr hier Punyo, Schnitt, Stich, Punyo, Punyo, Außenkreis, und dann gebt ihr den Schlag auf die andere Seite. Dass ihr das entsprechend übergeben könnt. Dabei ist es kein festes Muster, sondern ihr seid frei, dass ihr spielen könnt. Das sind dann auch eure, die schützt ihr euch von diesen Schlägen. Ihr könnt die Abanico-Schläge einbauen. Ihr könnt mit dem Griffende, ihr könnt verdoppeln, wenn ihr das Ganze wollt. Ein Teil des Spiels dabei ist, dass ihr auch simuliert, was ist, wenn ein Schlag zu mir kommt. Und ihr baut eure Wand ein und ihr baut euer Dach ein und ihr schaut, wie ihr von da aus wiederum auf Konterschläge kommt. Da ist sehr viel Interessantes drin in diesem Schlagmuster. Wir nennen diese Übungsform auch Tini Kling, ist nach einem philippinischen Tanz benannt. Und im Endeffekt, ihr seid frei damit zu spielen und wirklich auch zu schauen, was kann passieren, wenn ihr die Energie laufen lasst. Ich wünsche euch viel Spaß damit.